Das heutige Programm ist kurios, denn es markiert den Übergang in die sogenannte späte Quartettperiode. Wir beginnen mit Opus 74, dem Harfenquartett, dann Opus 95, Quartetto Serioso und nach der Pause Opus 127, jenes erste der späten Streichquartette. Während Opus 74 mit seiner bedeckten Einleitung, seinem wunderbaren langsamen Satz in As-Dur und einem ja komischen, weil rhythmisch versetzten Variationsthema im letzten Satz noch ganz der romantischen Periode von Beethoven verpflichtet ist, auch dem Erzählenden, kommt dann mit Opus 95 etwas ganz Dramatisches. Quartetto Serioso ist das kürzeste Stück von Beethoven. Es dauert nur 20 Minuten und offensichtlich, zumindest laut eines Briefes, ist es nur als Experiment gedacht. Es fehlen sämtliche Übergänge, es ist vollgestopft mit allem, was Beethoven bis dahin ausmacht, aber es ist eben komprimiert auf das Wesentliche, ein schnelles, agiles, vorwärts drängendes F-Moll-Quartett. Der erste Satz besonders schroff und auch im letzten Satz mit dem Agitato und auch in einer ja, geheimnisvollen Einleitung ist auch dieser letzte Satz dann sehr besonders und sehr ungewöhnlich. Am Ende gibt es eine Coda, die dann schon wegweisend sein wird für spätere Dinge, die Beethoven schreibt. In F-Dur, fröhlich, man könnte denken, einerseits es könnte ein Scherz sein, andererseits vielleicht nach all diesem Drama, nach all diesem Beschwerlichen, sagt Beethoven, ach, das Leben ist schön, was soll's. Opus 127, S-Dur-Quartett, großes Werk und Beethoven ist hier schon ganz in den Variationen versunken. Er schreibt gleichzeitig die Diabelli-Variation für Klavier und auch der Variationssatz, der langsame Satz des Streichquartetts, ist bis dahin der längste Satz, den er überhaupt schreibt. Die Variationen geben Beethoven offensichtlich größte Freiheit, denn hier werden nicht die Themen einfach wiederholt und durchgeführt und verändert mit Begleitung, sodass die Melodien noch erkennbar sind, sondern diese sind gar nicht mehr da. Es gibt nur noch ein Gerüst. Er hantiert mit unterschiedlichen Tempi und begibt sich so auf einen sehr besonderen Quartettweg.